Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das heutige Video soll sich um das Thema Dips drehen und ich möchte euch gerne erklären, wie ihr das Ganze erlernen könnt, was die richtige Ausführung bzw. Technik ist und welche Fehler ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Viel Spaß dabei! Ganz allgemein sind Dips neben Liegestütz eine der Grundübungen für die drückende Muskulatur und die beansprucht dabei vor allem eure Brust, euren Trizeps und eure vordere Schulter. Und alles, was man dazu braucht, um das Ganze auszuführen, sind im Endeffekt zwei Barren bzw. irgendetwas, wo man seine Hände parallel zueinander ablegen bzw. sich festhalten kann. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, und zwar die Breite der Barren. Viele machen das Ganze viel zu eng oder zu weit, und wenn ihr euch nicht sicher seid, was die richtige Breite für euch ist, dann habe ich eine Faustregel für euch, an der ihr euch ein wenig orientieren könnt. Und zwar eine Ellenbogenlänge von der Fingerspitze bis zum Ellenbogen plus eine Handfläche. Bei den einen ist es etwas mehr, bei den anderen ist es etwas weniger. Das hat natürlich was mit der Körpergröße bzw. der jeweiligen Anatomie zu tun. In meinem Fall zum Beispiel, was sich für mich am besten anfühlt, ist es eine Unterarmlänge plus ungefähr 5 cm. Falls ihr also die Chance habt, das Ganze zu verstellen bzw. die Breite individuell zu wählen, solltet ihr das auf jeden Fall machen und schauen, was sich für euch am besten anfühlt. Dann kommen wir jetzt zur Ausführung, und zwar der erste Punkt, den ihr beachten solltet: Wenn ihr in die Startposition beim Dip geht und ihr die Chance habt, eure Beine gestreckt zu lassen, weil der Barren hoch genug ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen, weil es so wirklich leichter ist, Körperspannung aufzubauen. Man sieht es sehr häufig, dass Leute, die Dips machen, egal wie hoch dieser Barren ist, die gehen da ran und das erste, was sie machen, ist Beine anziehen und Hohlkreuz, und keiner weiß warum. Also wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, Beine gestreckt lassen. Als nächstes wäre dann die Schulterblattposition sehr wichtig, und zwar gehört sie in eine Depression und leichte Protraktion, sprich das Schulterblatt nach unten drücken und leicht nach vorne. Also im Endeffekt so weit wie möglich von den Ohren weg. Wichtig ist einfach, dass euch während der Bewegung das Schulterblatt nicht nach oben rutscht, weil dann habt ihr einfach die Kontrolle darüber verloren und das führt über kurz oder lang einfach zu Verletzungen. Wenn ihr euch jetzt nicht ganz sicher seid, wie sich das Ganze anfühlen soll oder wie es funktioniert mit einer Depression und leichten Protraktion, was ich absolut nachvollziehen kann, dann habe ich einen relativ einfachen Test für euch, und zwar könnt ihr den sogar im Sitzen machen. Alles, was ihr machen müsst, ist euch gerade hinsetzen und die Schulterblätter einfach nach unten drücken. Dann merkt ihr, wie sie nach unten gehen und automatisch ein ganz klein wenig nach vorne rutschen, und dann habt ihr eigentlich schon eine sehr sichere Position, die sich eigentlich auch natürlich und gut anfühlen müsste, in der ihr euren Dip ausführen könnt. Dann kommen wir als nächstes zu den Händen bzw. Handgelenken. Die sollten um die Stange rumgreifen und gerade unter dem Unterarm liegen. Nicht zu weit außen und nicht zu weit innen. Da auch hier sonst Verletzungsgefahr besteht, vor allem wenn ihr das Ganze dauerhaft macht oder sogar vielleicht noch irgendwann Zusatzgewicht benutzt. Außerdem kann man so mehr Kraft aufbringen. Jetzt wollt ihr euren Bauch, den Po und wenn möglich die Beine anspannen. Jetzt müsst ihr euch eigentlich nur noch absenken. Wobei der Unterarm so vertikal wie möglich bleiben sollte, sprich er sollte sich nicht so weit nach vorne bzw. nach hinten bewegen. Außerdem sollten sich die Ellenbogen auch nicht nach außen bewegen, sondern eher nach innen bzw. so circa in einem 45° Winkel. Man kann sich da ganz gut bei Liegestütz bzw. Bankdrücken orientieren. Und dann gilt eigentlich wie bei allen anderen Übungen auch, dass man das Ganze sauber und kontrolliert ausführt. Nicht so unbedingt auf die Wiederholungszahl achtet, lieber 2-3 Wiederholungen weniger macht, dafür aber eben sauber und ordentlich, anstatt viele Wiederholungen und dann vielleicht halbe Wiederholungen oder schnelle Wiederholungen mit Schwung oder einfach eben ohne Schulterblattkontrolle und sich dann früher oder später verletzt. Was die Tiefe bzw. den Bewegungsradius angeht, solltet ihr schauen, dass ihr euch bei 90° einfindet. Wenn ihr es schafft, schmerzfrei tiefer zu gehen, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten solltet ihr das lieber lassen. Wichtig ist, dass ihr die Muskulatur, die ihr damit trainieren wollt, auch wirklich trefft. Und das tut ihr am besten bei 90°. Dann kommen wir jetzt zu den Progressionen bzw. wie man das Ganze lernen kann. Als allererstes würde ich euch empfehlen, dass ihr genug saubere Liegestütz könnt. Falls sich jetzt der eine oder andere fragt, was ist genug? Ich denke, wenn ihr so bei 8 bis 10 seid ihr da auf der sicheren Seite. Liegestütze deshalb, weil ungefähr dieselben Partien trainiert werden. Hier haben wir auch die Brust, den Trizeps, die Schulter
und eben die Core-Muskulatur. Meiner Meinung nach gibt es 3 Progressionen, die sinnvoll sind, um sich in Richtung Dip zu arbeiten. Die erste wäre die statische Variante, wobei ihr euch in der obersten Position vom Dip einfach so lange haltet wie möglich. Natürlich nicht irgendwie, sondern man sollte schon die Punkte, die ich eben gerade zum Thema Ausführung gesagt habe, beachten. Die nächste Progression wären langsame negative Wiederholungen. Und zwar bis zu dem Punkt, wo ihr merkt, dass euch das Schulterblatt nach oben rutscht. Und hier wäre meine Empfehlung, jetzt diese beiden Sachen einfach zu kombinieren. Und zwar, dass ihr eine negative Wiederholung macht, bis zu dem Punkt, wo ihr merkt, es geht nicht mehr. Und kurz vor diesem Punkt das Ganze dann so lange zu halten, wie es für euch möglich ist. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass ihr euch ein leichtes Resistance-Band zur Hilfe nehmt. Das spannt ihr zwischen den Barren, damit ihr am tiefsten Punkt einfach ein bisschen Unterstützung habt. Wer jetzt die typischen Bankdips vermisst, den muss ich leider enttäuschen, denn ich habe diese Übung bis auf heute fürs Video noch nie gemacht und deswegen kann, will und werde ich sie hier auch nicht empfehlen. Ansonsten hilft natürlich jegliches Training für Brust, Schulter und Trizeps abseits dieser Progression, die ich euch gerade genannt habe. Sprich jegliche Arten von Bankdrücken, von Maschinentraining, von Liegestützvarianten und, um euch eben für den Dip zu stärken. Um ordentliche Fortschritte zu machen, würde ich euch empfehlen, wirklich alle dieser Progressionen, die ich euch gerade genannt habe, in euren Training einzubauen. Ob an einem Tag oder an verschiedenen Tagen, das bleibt euch überlassen. Ihr solltet allerdings sehen, dass ihr das Ganze 3 bis 4 Mal pro Woche trainiert, um bestmöglich Fortschritte zu sehen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne meinen Kanal kostenlos und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!